Herzlich willkommen hier bei uns im Chaco. Das ist Gabi, das ist Frank. Ihr seid mit Paula unterwegs, eurem umgebauten Feuerwehrauto. Und ihr seid schon einige Kilometer gereist, bevor ihr hier zu uns im Chaco gelandet seid. Ja, wir sind ein halbes Jahr immer unterwegs in Südamerika. Ja. Sind immer ein halbes Jahr zu Hause, ein halbes Jahr sind wir hier unterwegs. Jetzt die dritte Reise. Paraguay war jetzt nicht so auf dem Plan, also es war echt nicht geplant, aber wir brauchen neue Reifen, hier sind sie billiger, haben wir gedacht, wir machen mal Paraguay. Jetzt sind wir auch schon wieder länger hier als geplant, weil es echt schick ist hier und echt schön. Hier im Chaco, ja, der Chaco ist echt schön, also das ist schon so ein bisschen eine Wohlfühloase. Also mir gefällt es sehr, sehr gut hier. Er ist ja mal ein bisschen der Treiber mit dem Weiterfahren, aber er muss ja da bleiben. Er kann ja schlecht ohne mich weiterfahren. Du hast noch ein paar Tage rausgehandelt. Ja, ja. Man spricht Deutsch hier. Das ist auch viel wert. Ja gut, man hat hier leichte Verständigung. Ja, also ihn hat unbedingt die Wursttheke überzeugt, hier zu bleiben. Ja, wir haben hier sehr leckere Wurst, das ist wohl wahr. Ja. Wir haben auch sehr leckeres Fleisch. Genau, ja, ihr habt jetzt schon einiges gesehen. Ich meine, ihr seid jetzt schon dritten Tag seid ihr jetzt schon hier, ne? Vierten, oder? Oder vierten. Und jetzt fünften sogar, ja, genau. Und dann sogar noch ein bisschen verlängert. Ja, gestern waren wir zusammen bei dieser Indianersiedlung Yalve Sangre, haben uns da mal so ein bisschen dieses Indianerprojekt angeguckt. Das war auch sehr interessant. Also alles war klasse. Das ist die Sarah vom Tourismusbüro, die Sandra, genau. Deshalb habe ich die schon angeguckt, dass sie das organisiert gekriegt hat mit der Jenny. Das war echt super, das muss man vielleicht auch mal sagen. Also, dass das Tourismusbüro hier in Philadelphia so super das Beste, was wir bisher gesehen haben. Ja, also das empfehlen wir auch immer. Ja. Steuert das Tourismusbüro hier in Philadelphia an. Die Sandra, die ist super, die bemüht sich, die macht euch alles klar, was man hier so besichtigen kann. Und das, das ist super. Also ich war ja schon, ich denke mal so 1,5 Stunden war ich da gewesen und habe die mit Fragen gelöchert zu allem, was hier so rundherum passiert. Und also das hat sie sehr geduldig und sehr arrangiert gemacht, war ich total begeistert. Genau. Und gestern, das Dorf, das war, also wir waren alle vier total begeistert von der Arbeit, was hier gemacht und geleistet wird. Also das war schon hoch beeindruckt. Auf jeden Fall. Ja. Selbst Frank war beeindruckt. Ja. Genau. Das will schon was heißen. Das will schon was heißen, genau. Ja, das haben sie da geschafft. Ja. Und danach haben wir ja noch Fortín Boquerón, ist ja da quasi um die Ecke, wenn wir dem Schild vertraut hätten. Genau, das war schon so. Genau, dann haben wir das auch noch gesehen. Vorher wart ihr auf eigener Faust beim Fortín Toledo, ne? Das hat ja, glaube ich, auch ganz gut geklappt. Das war super da. Ja, da habt ihr dann auch eine Nacht übernachtet. Ja, das war super. Das war also eine sehr, sehr ruhige Nacht und ja, wir haben ein bisschen rundherum gesehen, ne? Eine Schildkröte entdeckt und eine größere und einen kleinen Frosch. Und ja, man freut sich ja über alles, was man so sieht. Ja. Also Ameisenbär wäre noch schön. Ja, vielleicht klappt es ja noch. Ihr habt ja noch 1, 2 Nächte und dann schafft ihr vielleicht noch den großen Ameisenbär zu sehen. Der Kleine ist auch süß. Vielleicht fahre ich mit dem Werner mal früh mit dem Fahrrad ans Tor. Da sehe ich was. Ja, in dem Video, ich kann ja mal einen großen und einen kleinen Ameisenbär einblenden. Der ist uns zum Glück schon mal vor die Kamera gelaufen. Den zu sehen ist ja schon das eine, den dann noch zu filmen ist nochmal eine andere Schwierigkeit. Ja, aber es ist wirklich, das ist sehr schön. Du kriegst, wir drücken dir die Daumen, das schaffst du noch. Der Werner, der unterstützt dich dann. Ja, wo geht's denn nach dem Chaco jetzt hin? Ihr seid auf der Zielgeraden es geht eigentlich ziemlich direkt jetzt Asunción runter und dann gucken wir mal, was da unten noch ein bisschen so rundrum. Das Auto muss noch mal gemacht werden, jetzt Motorölwechsel und abgeschmiert und so ein bisschen Unterbodenschutz, weil er bleibt ja jetzt ein halbes Jahr in Uruguay stehen. Und wir müssen auch noch ziemlich ein Stück westlich rüber nach Uruguay, das ist ja auch noch ein Stück zu fahren und leider geht am 18. April der Flieger. Ja, und dann geht es wieder nach Deutschland, die Sommermonate in Deutschland genießen. Bis Ende Oktober. Und den Was soll das? Freut sich wohl schon noch. Ich freue mich. Ja, mein Gott, ne? Ihr habt ja da auch einen großen Bekanntenkreis in Deutschland. Ne? Ja, es war halbes Jahr so gut. Jo. Ich sage ja, es ist eigentlich auch nicht schlecht. Man ist die Sommermonate in Deutschland, wo es da schön warm ist, wo man auch draußen was machen kann. Und die Wintermonate, wo es in Deutschland kalt ist, verbringt man hier auch im Warmen. Ne? Das ist ja schon geil. Ist schon super, ja. Also ich sag mal, die Aufteilung jetzt, die ist so, wie wir es haben, ist schon sehr, sehr schön. Ja. Und wir freuen uns darüber, dass wir das jetzt können, also dass das möglich ist. Ja. Aber
Also meinetwegen könnte das schon noch länger gehen. Gut, ne? Vielleicht kommt ja noch mal irgendwann eine längere Tour. Ja. Ein richtiges Zigeunerleben, ja. Also ich bin aber in eurem Auto, das ist ja da auch wirklich komfortabel. Ich meine, das gucken wir uns auch gleich noch mal von innen an, aber jetzt für alle, die sich jetzt für eure Reisen interessieren und so, ihr habt eine Homepage, ihr habt einen Blog, ihr schreibt in der örtlichen Zeitung und du schreibst, glaube ich, sogar noch Reisebücher. Also da seid ihr schon recht öffentlich, ne? Wir sind öffentlich, ja, wobei jetzt Facebook und TikTok oder sowas nutzen wir nicht. Ja. Unser Blog ist auch also eher das Stiefkind bei allem, weil also das steht bis jetzt nur eine Reise von den vielen Reisen, die wir bisher gemacht haben, drin. Da sind wir mal ein bisschen zu faul. Also irgendwo das halbe Jahr, wo man dann zu Hause ist, da kommt so viel, auf was man dann machen muss. Man muss ja auch zu Hause ein Grundstück und so pflegen. Und unterwegs die Homepage machen, das schaffe ich einfach nicht. Das schaffe ich einfach nicht. Da ist ja viel zu viel zu sehen dafür. Ja, also man müsste das aktuell machen, aber da bin ich einfach, habe ich noch keinen Rhythmus gefunden. Ja, ist auch schwer. Ich meine, wir merken das ja mit YouTube auch, das ist super schwer, da dran zu bleiben. Ist viel Arbeit. Also ich werde da mal alles Mögliche verlinken, was ich da von euch so auffinden kann, und dann können hier die Zuschauer sich auch gerne mal dann so nochmal vertiefen in eure Reisen. Weil es ist ja hier noch lange nicht die erste Reise. Ich meine, seit 2019 seid ihr hier in Südamerika unterwegs. Davor wart ihr schon. Davor hattet ihr ja schon andere Reisen. Ne? Ja gut, wir sind in Westafrika gewesen, jetzt mit dem Auto. Das war die erste Tour, war Westafrika, und dann die nächste Tour war Iran, Oman. Die war, also, das sind alle Touren klasse, aber also vom Iran waren wir schon sehr, also was da so kulturell, diese Vielfalt, was da kulturell da ist, das ist unglaublich. Und wie herzlich die Leute da sind, also wie gastfreundlich die Leute sind, also da müssen wir uns schämend in der Ecke stellen. Echt. In Deutschland ist ja immer so Iran, so Schurkenstaat und so, und das ist dann halt auch wieder ein ganz wahrscheinlich falsches Bild, weil ihr habt ja da ein ganz anderes Bild gehabt. Ihr hattet ja ein Problem da musste ein Kran organisiert werden. Es gibt überall Schurken auf der Welt, in jedem Land. Und, ob das in Berlin oder in Dresden ist, ne? Also da ist die deutsche Presse wahrscheinlich auch ein bisschen einseitig unterwegs und zeigt dann nur auf die negativen Sachen. Die Regierung ist halt nun mal ein bisschen... Ja, aber wer ist schon mit der Regierung zufrieden? Ne? Das politische Bild ist dort natürlich ein völlig anderes. Ne? Ja. Das ist völlig klar. Und man sieht es vielleicht auch ein bisschen weggerückt, also mit diesem Kopftuch tragen und verhüllt sein, und man muss das ja auch als Tourist, ne? Also muss man akzeptieren. Wir haben ja auch öffentlich da so eine Sittenpolizei, die sofort für uns Ossis, Stasi geschädigt, sofort erkennbar. Da wird man hellhörig dann. Ja. Wir sind mal eine Weile mit anderen Reisenden unterwegs gewesen aus Westdeutschland. Die haben immer, wo, was? Ja. Also wir haben das immer sofort erkannt. Also, und die Sittenpolizei ist schon sehr präsent da. Ja, das wäre jetzt für Sarah und mich, wäre das, glaube ich, nichts. Also ich glaube, wir könnten uns dem da nicht. Aber wenn man das vorher weiß und sagt, das ist schon genau, man muss schon nicht. Du kannst nicht verhüllen. Ja, du brauchst kein Kopftuch tragen. Nee. Ja, ich mit freien Oberkörper rein. Achso, das geht. Ja, das ist völlig egal. Aber bei uns gibt es eben schon, wie gesagt, ich hatte mal so ein 7/8. Also selbst Arme bedecken. Im Auto. Ich habe im Auto gesessen mit 7/8. Also da habe ich gedacht, das ist Volksaufstand. Okay, das muss man dann natürlich schon erstmal sagen. Für Sarah wäre das nichts. Da bin ich froh um den Durchstieg gewesen, dass ich hinter konnte und habe mir dann was übergezogen. Ja, genau. Und dann war es ja immer so, dass, also, wenn wir irgendwo angehalten haben, dass er dann gesagt hat, zieh deinen Kartoffelsack an, dann können wir raus. Ja, genau. Naja, das ist natürlich schon eine Einschränkung. Aber landschaftlich, ihr habt uns ja Fotos gezeigt, auch echt total super. Ne? Also sehr, sehr schön. Auch der Oman ist total entspannt. Und wie hilfsbereit die waren da mit diesem Kran und alles. Ne? Also so ein riesen Kran in Deutschland ist ja unbezahlbar schon fast. Unglaublich. Ne? Also das war schon... Habt ihr darüber jetzt auch Bücher? Oder worüber habt ihr bisher jetzt schon Bücher? Ich glaube, 2 hast du fertig. Ja, 3 haben wir geschrieben. Eins über Papua Neuguinea. Das ist das erste gewesen. Das ist aber schon, also... Und dann über Westafrika und über Südamerika, erster Teil. Also die 3 Bücher sind fertig. Die gibt es also direkt in Buchform auf der... Deutschland könnt ihr euch die nämlich bestellen. Ja. Hier wird es da dann wahrscheinlich zum E-Book. Ja. Genau. Also in Deutschland verschicken wir. Normal ist möglich, weiter natürlich nicht. Aber die wird es, ich denke mal, wenn wir dann zu Hause sind, so im Juni als E-Book geben, dass man dann die sich unkompliziert weltweit runterladen kann. Ja, das ist natürlich mit Buchform hier, es wird halt schwer. Ja.
Und so, sag ich mal, was war jetzt euer schlimmstes Erlebnis hier in Südamerika? Was ist da so? Es geht ja nicht nur alles gut mit so einem Auto, ne, wie im Iran mit dem Kran. Also die schlimmste Geschichte war schon, als in Südchile, das Getriebe runtergefallen ist. Ja. Die Getriebehalterung ist gebrochen, mitten auf der Carretera Austral, also nirgendwo. Also schlimmste Gegend zum Abkacken gibt es nicht. Also Einsamkeit pur. Einsamkeit pur. Aber uns wurde geholfen und es ging trotzdem weiter. Aber da verlierst du schon das Vertrauen erstmal zu dem Auto. Das hat schon sehr geprägt. Also und, muss ich sagen, dass du wirst sehr hellhörig. Jedes Knistern am Auto, was ist denn das? Was ist denn das? Ne? Und dann sind wir ja auch keine Mechaniker, wir wissen dann auch nicht und dann reden wir uns das irgendwie schön oder schlimm, je nachdem. Also das war schon... Ich fand da gut die Geschichte, wo du sagtest, da haben die LKW-Fahrer mit Ketten das alles da irgendwie hochgemacht und mit Ketten und Draht. Unglaublich. Das hat funktioniert. In kürzester Zeit. Vor allen Dingen, ich bin den Weg runtergegangen, weil die gesagt haben, es kann nur sein, vielleicht wollten sie mich auch los haben, ich weiß es nicht. Es kann sein, wir haben was verloren, geh mal gucken. Und ich bin dann den Berg da runter um die Ecke und dann stehe ich da ganz unten und dann sehe ich den oben auf einmal fahren. Das war für mich, das war keine 10 Minuten. Ja. Unglaublich. Wie die das mit den Ketten, wie man, also es spannt wurde, aber wie man Ketten so festkriegt, das war für mich faszinierend. Ja, also das war klasse. Und dann eben wir sind zudem aufs Grundstück dann und dann nächsten Tag kam der mit dem Mechaniker und der hat es ausgebaut, beschweißt, eingebaut und wir fahren jetzt noch mit der beschweißten Halterung. Ja, und jetzt haben wir das schlimmste Erlebnis. Was war euer schönstes Erlebnis bis jetzt? So viele schöne Erlebnisse. Wir werden oft gefragt, welches Land hat euch am besten gefallen? Welche Region hat euch am besten gefallen? Ja, wenn ich jetzt sagen würde, das hat mir am besten gefallen, dann habe ich ja nichts mehr. Weil da ist ja irgendwo Ende. Aber ich könnte auch nie sagen, dass das ist, also uns hat es in Uruguay sehr gefallen. Uns Argentinien sind wir jetzt 3-mal schon. Chile, Bolivien hat uns total überrascht. Paraguay haut uns um. Also es gibt in jedem Land Stellen, die schön sind und Stellen, die weniger schön sind. Wie mit den Menschen gibt es und ich muss sagen, also auch selbst wie vielfältig Bolivien ist, hatten wir auch nie gedacht. Wir haben Bolivien immer, also hier, weißt du, die Mume auf und den Zylinder auf und gut, weißt du, Röcke, hat 10 Röcke an. Ja, diese typischen Bilder, die man aus der Dokus kennt. Das ist ja alles nur im Hochland so, ne? Achso, so nur im Hochland. Das ist nur im Hochland, Das ist dann wieder was anderes. Ganz andere, wenn man ganz anderer Baustil, wir hatten dort erwartet, das ist alles Schilfhütten, wo die drinnen wohnen. Nee, die haben euch alles wunderbar. Ja, interessant. Und sagen wir jetzt einen Zukunftsausblick, diese Reise ja fast zu Ende. Was liegt dann in den nächsten Reisen dann an? Welche Länder? Ihr habt ja Südamerika, glaube ich, noch auf dem Schirm. Also erstmal Brasilien, ist das ziemlich groß und so geht es eigentlich los nächstes Jahr. Und dann müssen wir sehen, ist Peru wieder off, kann man rein oder nicht, dann wird man rüberfahren nach Peru. Wenn es nicht off ist, dann müssen wir sehen, also wir werden dann Richtung Ecuador. Also weiter Richtung Norden, also so Richtung Mittelamerika hocharbeiten, weil unten habt ihr ja schon abgearbeitet. Ja, wollen wir jetzt treiben. Ich denke mal, dass wir eventuell über die Transamazonica rüber, wir haben uns jetzt noch nicht ganz so mit auseinandergesetzt, aber ist schon noch ein bisschen. Es hat ein halbes Jahr Zeit in Deutschland dann. Wir gucken mal, das wird auch vielleicht Brasilien dadurch, dass das so groß ist, dass man doch eventuell ein bisschen so fährt. Keine Ahnung. Ja, du musst ja immer sehen, wo das Auto stehen bleiben kann. Richtig. Ja? Es sind ja nur wenige Länder, wo das überhaupt geht. Weil wenn du nur 3 Monate Aufenthaltsrecht hast und du kannst es nicht verlängern, weil du nicht da bist, kannst du nicht mal schnell sagen, ich fliege mal schnell nach das hier und das Auto immer hin und zurück, das geht ja auch nicht, kannst du finanziell nicht bezahlen. Ne? Bis jetzt hat es in Uruguay super geklappt, da kannst du nicht hochstehen. Und dann müssen wir gucken. Ich denke mal, Ecuador ist wieder so ein Land. Da kann man auch wieder schauen. Ja, die Finca Sommerwind ist da, da müssen wir mal gucken, ob das alles. Das ist ja alles. Weil das war ja auch, hier gab es auch in Paraguay dieses Hasta la Pasta. Das ist ein Campingplatz, aber wohl weiter unten im Süden und die haben wohl auch so Fahrzeug-Parking gemacht und auch Verlängerungen und von jetzt auf gleich gab es die nicht mehr, ne? Muss man ja auch mal gucken, was ist in einem halben Jahr, weil das... Ja, sicher. Gut, in Paraguay ist ja auch so ein bisschen
Augen kommen und gehen. Das ist, Gut, das brauchst du für ein Ehepaar gestritten zu haben. Ja, und dann schon gehst du nach Deutschland wieder. Und so. Das muss schön lieb sein. Man weiß ja nie. Ja, das jetzt nicht. Ja. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal euer Auto von innen an, ja? Jetzt hier innen im Auto in der guten Stube, man kann hier mit 4 Leuten, Sarah hat sich zwar da hinten hingesetzt, sie möchte ein bisschen im Hintergrund bleiben, aber man kann hier super sitzen, ne? Also riesig, riesig. Das habt ihr alles selber gebaut, den ganzen Aufbau hier, oder? Die Kabine haben wir bauen lassen, Ja. also die Kabine mit dem Duscheingang, den haben die mit eingebaut und das Bett oben, ohne die Verkleidung. Fenster, Türen sowieso, Klappen haben wir alles machen lassen, weil das wollten wir von der Firma machen lassen, weil wir haben gesagt, okay, wenn das wegen der Gewährleistung, wenn irgendein Schmied das zusammen, weißt du nicht, ne? Mhm. Und wir sind sehr zufrieden mit der Kabine, die haben eine super Arbeit gemacht, die Firma Terra Cape aus Ludwigsburg. Genau. Und super. Muss man ja mal sagen. Ja, genau. Nee, wenn ihr damit zufrieden seid, dann lobt ihr gerne, ja. Und den Innenausbau dann im Endeffekt, also wir haben die Elektrik gemacht, wir haben das Wasser Mein gemacht, die Schwager Heizung und die Möbel hat unser Tischler eingebaut, ein guter Freund von uns. Und Der Jens Schubert aus Peritz. Ja, schöne Grüße an den Jens unbekannterweise. Hat er gut gemacht. Der hat bei der ersten Tour, wo wir die Westafrika-Runde gemacht haben, hier, da hat er sehr geschwitzt zu Hause, weil er mal Angst hatte, dass irgendwas nicht hält auf diesen Ruppelpisten, aber alles hält immer noch super. Ja. Also wir sind auch sehr zufrieden. Also so, wie wir es haben wollten mit dem Grundriss. es ist eben für 2 Leute gemacht. Dafür ist das auch super, würde ich sagen. Also hier würde ich mit Sarah, glaube ich, würden wir hier super drin klarkommen. Ja. War aber jetzt gar nichts, wo ich sagen würde, was jetzt Größeres zum Ändern Eine wäre. Klimaanlage. Da haben wir ja drüber gesprochen, aber weil du ja auch gerade sagtest, Heizung, naja, die braucht man jetzt hier nicht. Heizung haben wir ja, aber die braucht ihr unten im Süden von Argentinien, denke ich mal, war die sinnvoll. Ja, aber jetzt, wenn ihr weiter in den Norden wollt, dann wird die Klimaanlage immer sinnvoller wahrscheinlich. Ich meine, jetzt hier bei uns in Chaco ist eine der heißesten Regionen von Südamerika. Und das ist dann was heiß. Und es ist aktuell ja noch gar nicht mal so heiß. Wir sind ja im Herbst, wir gehen auf den Winter zu. Also wenn du früh 10 Uhr 36 Grad hast mit einer gefühlten Luftfeuchtigkeit von 180%. Ja gut, das ist jetzt durch den Regen aktuell, ne, haben wir auch hohe Luftfeuchtigkeit. Da ist die Klimaanlage der Gold wert. Das ist schon mein lieber Scholli. Ohne Klima kann es hier kommen. Ich sag mal, Sarah und ich haben jetzt wenig Ahnung von so Oberländer. Was müsste jetzt noch unbedingt erwähnt werden? Was müsste man noch wissen, wenn man jetzt vielleicht so wie Sarah und ich gar keine Ahnung haben und eventuell sowas mal planen würden? Worauf sollte man achten? Welche Fehler soll man vermeiden? Ja, man sollte nicht unbedingt das Billigste bauen. Ja. Auch bei den Fenstern. Wir haben sehr teure Fenster, muss ich sagen, aber du hast eben erstmal die Isolierung, das ist sehr wichtig. Und in der Höhe gibt es keine Probleme mit Reisen. Die sind höhentauglich, die wenigsten wissen das, dass Fenster schnell Glas kaputt geht, wenn die über 4000 Meter kommen. Also wenn man jetzt eine Antour macht, wo man ja schnell mal auf 4000 Meter ist, dann braucht man, also da gehen die Fenster kaputt. Die gehen regelrecht kaputt. Okay, krass, das wusste ich auch nicht. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber das ist ein wichtiger. Also auf Höhe gehen viele Sachen nicht. Also Heizung geht dann nicht mehr. Ja. Gas, Feuerzeug geht nicht mehr an. Feuerzeug geht nicht mehr, weil das einfach die Luft ist zu... Bei der Heizung ist es das Gemisch, ne? Ja. Also machst du dann mit dem Feuerstein. Ja. Feuerstein hier Also an Start. Streichhölzer würden aber auch gehen. Streichhölzer würden gehen, wenn sie angehen. Wenn sie angehen. Unsere waren ein bisschen feucht geworden und dann hast du immer, du musstest streichen und so ein bisschen blasen, dass mehr Luft rankommt. Ja. Dann ging das eine oder andere. Jetzt weiß ich nicht, am zu wenig Sauerstoff oder am das ein bisschen nass geworden. Ja. Wir haben noch so einen Feuerstein, mit dem Feuerstein gearbeitet in Bolivien. Also, wo ich extrem drauf achten würde, wäre eine gute Lagerung der Kabine. Also da gibt es ja verschiedene, diese 3-Punkt-Lagerung und 4-Punkt-Lagerung. Da streiten sich die Götter wie bei allem. Aber da würde ich mich weit beschäftigen und eine Firma wählen, die wirklich da vielleicht Erfahrung schon auch hat. Jahre Erfahrung hat. Ja. Was ich da interessant fand, wir sind ja gestern mit unserem Auto da so zu den Indianern und so gefahren und nach Fortin Bocoron. Und da sagt ihr ja, oh, hier hätten wir höchstens 30, 40 km/h fahren können. Und die Erdstraße fand ich jetzt noch nicht mal schlimm, da kenne ich schlimmere.
das war immer so ein Irrglaube von mir, muss ich sagen, dass man mit so einem, weil der ja auch 4x4 hat und so. Ja, aber der wiegt natürlich auch 8 Tonnen. Ja, ne? also ich hätte gedacht, mit so einem LKW kann man super im Gelände fahren. Und da sagtet ihr ja, nee. Langsam ja, aber nicht schnell. Du kommst überall durch, das ist kein Problem, aber eben, du kannst nie raus. Das ist kein Rallye-Fahrzeug. Also auch für Zufälle. Genau, da war es für mich so ein bisschen, ich bin ja immer schnell unterwegs. Da wirst du es nochmal überdenken. Da muss ich dann nochmal überdenken. Nee, und, aber ich meine, das ist natürlich für so zukünftige Overlander ist das natürlich auch wichtig, weil ich hätte jetzt eine Reiseroute vielleicht mit 80, 90 geplant, aber besser ist dann vielleicht doch viel, viel langsamere Geschwindigkeiten einzubauen. Und es ist ja auch so, habe ich gestern schon gesagt, ne? Die Schnecke sieht mehr von der Reise als der Hase. Ich weiß, ne? ich weiß. Es ist ja, wir sind ja nicht auf der Flucht, wir wollen ja auch was sehen. Ja, was ne? Ich weiß. Ja, und als Fahrer hast du, wenn du 80 fährst, siehst du nicht mehr rundherum. Da guckst du auf die Straße, also kannst du nicht mehr rundherum. No. Der Dennis fährt auch mal langsam. Ich weiß, der Dennis, schöne Grüße an Dennis und Annika, das sind ja unsere Overländer-Freunde, sind da auch aktuell unterwegs und ja, Dennis fährt auch langsam und besonnen. Ja. Das ist richtig, Dennis. Ja. Nee, ist so, also... Ja, ich muss mich da ein bisschen umgewöhnen. Ja. Gut, ich sage jetzt mal zu Hause, wenn ich von A nach B fahre, fahren wir auch ganz anders. Ne? Das ist ganz klar, aber wenn wir jetzt hier unterwegs sind... Ja. Du fährst, wenn du Asphalt fährst und eine gute Straße hast, automatisch. da bist du schnell mal auf 95. Ja. Na, auch mit dem hier. Dann, mit dem. Ja. Aber da fährst du halt im roten Bereich oder kurz vorm roten Bereich. Ne? Und das ist ja auch nicht gut. Und außerdem frisst du unheimlich Sprit. Ja. Da muss man halt auch mal bedenken. Muss man auch bedenken. Ne? Sprit haben wollen. Ne? Hier liegen wir bei 23 Liter. Ja, also Max, sag ich mal so. Also, also Gelände redet man nicht. Also Wüstenfahrten oder so, sondern nehmen was. Da braucht er 40. Ja, wenn er in der Wüste, wenn er richtig schaffen muss. Ja. Da soll sie sich aber auch nehmen, was sie braucht. Also wenn wir sie dann durch die Wüste jagen, dann ist mir das egal, dann kann sie 40 Liter Dann darf die Paula auch mal schlucken. Ja. Ja. Jeder Urlaub oder jeder Besuch geht mal zu Ende. Und dann müssen wir euch jetzt leider verabschieden. Liebe Gabi, tschüss. War sehr schön bei euch. Ja, vielen Dank, dass ihr uns besucht habt. Ja, war schön, euch kennenzulernen. Das war echt schön. Ich drücke euch gleich. Wir werden euch auf eurem Blog natürlich verfolgen und sind gespannt dann, was ihr alles noch so erlebt. Und man sieht sich ja immer zweimal im Leben. Und man sieht sich immer zweimal, wenn ihr Brasilien so zickzack macht, ne, die Biocean. Genau, da schweben wir immer schnell rüber, wenn ich ihn überzeugen kann. Genau. Kann ich? Alles klar. Würden wir? Nein. Ja. Alles Bis Gute, dann, ne? ciao. Ciao, gute Reise. War schön bei euch. Danke.